Also bei weitem keine Einigkeit bei dieser wichtigen Frage. Professor Volker Cronenberg ist zugeschaltet, Politikwissenschaftler. Ich grüße Sie. Hallo. Herzliche Grüße nach Berlin. Also wenn Sie sich die Haltung der Parteien zu dieser Migration ansehen, zu den Verschärfungsregeln jetzt, die im Gespräch sind, da wird schnell das Wort rechtswidrig für die neuen Asylpläne der Union benutzt, von Rot und Grün. Gleichzeitig hören wir vom Verfassungsrechtler hier bei uns auf dem Sender, dass man das so überhaupt nicht sagen kann. Also machen es sich die Merz-Gegner hier zu einfach? Es sind unruhige Zeiten, es sind aufgewühlte Zeiten und es sind Wahlkampfzeiten. Und das sind eben auch Zeiten, wo man klar formuliert, wo man zuspitzt und wo man sozusagen nicht allzu sehr differenziert. Also Verfassungsbruch zum Beispiel, das haben wir gestern gehört, oder Verstoß gegen die Demokratie durch den SPD-Generalsekretär. Das wird man so eben pauschal ja nicht sagen können. Wir haben gerade Herrn Battis ja auch gehört und auch mit Blick auf Europa und Völkerrecht, dass es eben hier Flexibilitäten gibt, biegsam, beziehungsweise eben Regelungen, Dublin, anderes, das nicht angewandt wurde, das dysfunktional ist, dass man sich dann wiederum auf eine Notstandssituation hier berufen kann, wo nationales Recht greift. Das heißt, man muss natürlich aufpassen mit allzu drastischen Vorwürfen einerseits und auf der anderen Seite noch einmal. Wir sind natürlich jetzt in Wahlkampfzeiten und es ist, glaube ich, auch richtig, dass auch in der politischen Mitte hier Unterschiede erkennbar werden. Und genau darauf setzte ja dieser Vorstoß von Friedrich Merz, ein schreckliches Ereignis, Aschaffenburg, dann in einer Reihe von Ereignissen. Das war bei ihm die Konsequenz sozusagen, jetzt Gänge zuzuschalten, in die Offensive zu gehen und hier diese Vorstöße mit Entschließungsanträgen, gegebenenfalls Gesetzesantrag auf den Weg zu bringen und zu sagen, das Thema wollen wir jetzt ganz grundlegend und zwar noch vor der Wahl anpacken, um ja nicht mit der AfD zu paktieren, zusammenzuarbeiten oder gar zu koalieren. Das sollte ja nicht das Signal sein, sondern ein wichtiges Thema, das den Menschen unter den Nägeln brennt, sozusagen jetzt endlich anzupacken und auf der anderen Seite der AfD dieses wichtige Thema wegnehmen zu wollen. So interpretiere ich diesen Vorstoß. Aber da sind wir ja genau beim anderen Argument gegen Merz, dass er nämlich die Brandmauer in diesem Fall zur AfD einreißen würde. Die Grünen-Fraktionschefin, haben wir vorhin hier gehört, sagt lieber direkt Nazis zur gesamten AfD. Also da weiß man dann auch gleich, was gemeint ist. Legitim für Ihre Begriffe im Wahlkampf im Sinne der Zuspitzung? Grundsätzlich würde ich dazu raten, ganz vorsichtig zu sein, Nazi-Nationalsozialismus, Vergleiche, Parallelen zu ziehen. Wir hatten gestern nicht nur den 80. Jahrestag Auschwitz, sondern eben ganz grundsätzlich, glaube ich, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und das ist ein hohes Gut unserer politischen Kultur, die Bezüge zum Nationalsozialismus nicht überzustrapazieren. Aber jetzt mal weg von diesem Vokabular noch einmal im Wahlkampf ist es natürlich auch in Ordnung, dass man da auch gröber ein Stück weit formuliert. Der Punkt ist aber, glaube ich, der Punkt ist ja ein anderer. Die Union will, so interpretiere ich das, diese Brandmauer modifizieren, wenn Sie so wollen, auch präzisieren oder vielleicht auch enger fassen, in dem Sinne nicht koalieren und eben nicht aktiv zusammenarbeiten, keine Absprachen tätigen, nicht kohärent mit also fraktionsübergreifend mit der AfD was einbringen. Wenn wir uns diese Entschließungsanträge, vor allen Dingen den zur Grenzschließung, anschauen, da ist ja ganz bewusst auch ganz offensiv gegen die AfD etwas reingeschrieben worden und an die anderen Fraktionen. Das ist jetzt geschickt worden, ein Angebot an die anderen Fraktionen. Die weisen das empört zurück. Das wird seit Tagen diskutiert. Mir scheint es eben jetzt hier darum zu gehen, dass man signalisieren will, Merz weiß doch auch, der ist ja nicht naiv, dass in dieser einen Woche man jetzt hier nicht mehr grundlegende Gesetzesänderungen beschließen kann oder Gesetze neu beschließt und dass dann natürlich Herr Günther aus Schleswig-Holstein schon signalisiert, da gehen wir so nicht mit. Das steht auf einem anderen Blatt, sondern ein Thema, das die Menschen bewegt seit Monaten, seit Jahren, soll durch die demokratische Mitte jetzt angemessen sozusagen einer Lösung zugeführt werden. Oder eben Rot-Grün gehen dagegen und sagen, wir wollen einen anderen Weg gehen. Die Wählerinnen und Wähler werden am 23. Februar genau darüber entscheiden. Ganz ohne Risiko ist das nicht. Ich habe
Günther angesprochen. Es gibt andere Strömungen auch in der Union, den sogenannten Merkel-Flügel. Wir schaffen das. Für die ist das natürlich schwere Kost, was jetzt Linnemann und Merz das Adenauer Haus vorlegen. Aber in der Abwägung scheint mir das jetzt die Unionsstrategie zu sein. Das auch nach den ersten Tagen. Ich glaube, ich beobachte, ich schätze ein, in der Bevölkerung kommt das eher positiv an. Endlich, jetzt machen sie was, als dass man jetzt wieder wie Rot-Grün sagt, also nee, das muss Zeit und das passt nicht und das geht nicht. Das sind, glaube ich, die Menschen, so beobachte ich, satt. Dann, Herr Kronenberg, vielleicht noch abschließend ganz kurz die Einschätzung, wenn Sie das so klar ansprechen. Das ist ja im Prinzip ein Showdown der Weltbilder, auf den es jetzt hinausläuft. Ja? Also, gleichzeitig, wie erklären Sie sich, dass SPD und Grüne zum Beispiel das so nicht sehen, diese Priorität offenbar nicht sehen und dann immer relativ schnell zu dieser Polarisierung überleiten, entweder wir oder die Nazis? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Ich glaube, in der Sache selbst sind die, nennen wir die staatstragenden Parteien, die Parteien der Mitte, gar nicht so weit, also nehmen wir jetzt auch mal SPD und nehmen wir Union, die FDP ja gar nicht so weit entfernt. Man muss ja auch sagen, das hat der Kanzler am Wochenende hingewiesen, auch die Ampelkoalition hat ja in den letzten Jahren gerade auf dem Gebiet der Flüchtlingsmigrationspolitik doch einiges auf den Weg gebracht im Vergleich zur Vorgängerregierung, auch auf europäischer Ebene mit initiiert. Da ist ja doch einiges auch gemacht worden. Ist ja nicht so, als wäre das tatenlos gewesen. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, auch innerhalb der Sozialdemokratie wird natürlich die Handlungsnotwendigkeit auch gesehen. Ich würde so interpretieren, dass diese Ampel in sich sehr dysfunktional war. Drei sehr ungleiche Partner. Die FDP, die jetzt mit der Union stimmen will, die ganz anders die Dinge einschätzt als der linke Flügel der Grünen oder große Teile der Grünen. Und auch in der Sozialdemokratie, würde ich sagen, gibt es Länderchefs, gibt es auch vor Ort in den Kommunen natürlich Verantwortungsträger, die sagen, natürlich müssen wir die illegale Migration stoppen. Es kommen die Falschen, es kommen zu viel. Und wenn man das mal so auf diesen Kern reduziert, jenseits jetzt des Wahlkampfwirbels, es kommen die Falschen, es kommen zu viel, da entdecke ich schon ein hohes Maß an möglichem Konsens in der Mitte des Parteienspektrums, sodass auch nicht jetzt schon Koalitionsoptionen nach dem 23. Februar ausgeschlossen sind. Das ist die Einschätzung von Volker Kronenberg. Herzlichen Dank dafür. Sehr gerne.